Hallo, grüßt euch, bitte nehmt Platz. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit mir heute über den Geschäftsbericht zu sprechen. Sehr gerne. Fangen wir mit dem Rückblick 2018 an. Markus, was waren deine Highlights als CEO von Telefónica Deutschland? Die intensive Diskussion zur Mobilfunkversorgung und Wettbewerbssituation in Deutschland hat für mich gezeigt, mobile Kommunikation war noch nie so wichtig wie heute. Für jeden von uns ist die Mobilfunkversorgung tagtäglich mit das Wichtigste, was wir benötigen, um aktiv zu sein. Das ist eine große Verantwortung, ist ein großer Ansporn für uns, Mobile Customer und Digital Champion zu werden. Dafür haben wir im letzten Jahr wieder einen großen Meilenstein gelegt. Unsere Vision, mobile Freiheit für unsere Privat- und Geschäftskunden zu gestalten, haben wir mit unseren Unlimited-Tarifen einerseits untermauert und zum anderen eine echte mobile Lösung angeboten, indem ich nahezu unendlich viele Endgeräte mit O2 Connect an unser Mobilfunknetz bringen kann. Damit sind wir Weltmarktpionier. Jetzt gab es auch Herausforderungen im letzten Jahr, wie beispielsweise den Netzausbau. Unser Ziel ist es, das größte und modernste Mobilfunknetz in Deutschland zu bauen. Durch die Netzintegration haben wir an unseren Kunden hier einiges abverlangt. Aber wir haben deutliche Fortschritte gemacht. In allen externen Tests, ob das Chip, Connect oder Computerbild war, sieht man, dass unser Netz auf dem Weg zur Augenhöhe im deutschen Markt ist. Das heißt, unser Ziel haben wir nicht aus den Augen verloren und wir haben mehr als 6.700 LTE-Stationen ausgebaut. Das heißt, unser Netz wird jeden Tag ein bisschen besser und wir legen gleichzeitig schon den Grundstein für 5G. Markus, wie war das Jahr 2018 für dich als CFO? Das erste Highlight war gleich zu Anfang des Jahres. Im Februar hatten wir unseren Kapitalmarktstag. Das war der erste Kapitalmarktstag der Telefónica Deutschland. Und da haben wir die Weichen für die Zukunft unserer Firma gestellt. Wir haben uns klare Ziele gesetzt und Maßnahmen festgelegt, wie wir bis 2022 der Mobile Customer und Digital Champion werden wollen. Ein weiteres Highlight ist die ganze Merger-Integration. Auch da haben wir die Integration weitestgehend in 2018 abgeschlossen. Wir haben alle gesetzten Ziele erreicht und wir hatten zum Ende des Jahres bereits 90% der operativen Cashflow-Runrate, die wir uns vorgenommen haben, erreicht. Das sind über 800 Millionen, die wir dort erreicht haben. Das heißt, dein Fazit für das Geschäftsjahr 2018? Naja, wir hatten weiterhin ein sehr dynamisches Marktumfeld in allen Segmenten, aber man muss auch sagen, dass alle Spieler in Deutschland rational handeln. Es geht darum, letztendlich die Profitabilität zu steigern. Und dazu versuchen alle Operator im Markt, ihre Kunden davon zu überzeugen, mehr zu nutzen und sie damit zu höheren Bundles zu bringen, damit den Umsatz zu steigern und mittelfristig die Profitabilität zu steigern. Das ist uns in 2018 sehr gut gelungen. Wir haben, wie auch in den 2 Jahren davor, in jedem Quartal unser Betriebsergebnis gesteigert. Jetzt sind die Erfolge der Vergangenheit nicht gleichbedeutend mit den Erfolgen der Zukunft. Stichwort Digitalisierung. Jetzt haben wir als Telefónica Deutschland auch ein Digitalisierungsprogramm, Transformationsprogramm ins Leben gerufen, Digital for Growth. Markus, was verbirgt sich dahinter? Mit unserem Programm Digital for Growth stellen wir den Kundennutzen in den Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen für unsere Kunden einfacher, schneller und besser werden. Das heißt, dass wir einerseits unsere Prozesse weiter digitalisieren, einfacher machen, zum anderen auch, dass wir in unsere IT-Systeme investieren, dass wir Prozesse tagtäglich verbessern und das können auch viele einfache Dinge sein, die dem Kunden im tagtäglichen Handeln mit uns die Dinge einfacher gestalten lassen. Mit Digital for Growth haben wir uns auch ambitionierte finanzielle Ziele vorgenommen. Bis 2022 wollen wir einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von brutto 600 Millionen Euro erreichen. Und das Gute daran ist, wir haben bereits begonnen. Bereits in 2018 haben wir die ersten Maßnahmen eingeleitet, die uns sukzessive ab 2019 auch die ersten Erträge liefern werden. Das heißt, für unsere Kunden wird es einfacher, schneller, besser. Das Unternehmen wird profitabler. Wie profitieren die Aktionäre davon? Wir halten an unserer Dividendenpolitik fest und das ist auch der Grund, warum wir auf der Hauptversammlung im Mai 2019 unseren Aktionären vorschlagen werden, abermals die Dividende zu steigern auf 27 Cent.
Diese Erfolge waren in 2018 nur möglich, weil wir sehr engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. An dieser Stelle einen ganz großen Dank an die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Telefonica Deutschland nach vorne gebracht haben, besser gemacht haben und so erfolgreich wie nie zuvor. Das ist auch das, was wir benötigen, um Mobile Customer und Digital Champion zu werden, eine engagierte und leidenschaftliche Mitarbeiterschaft. Ein sehr schönes Schlusswort, Markus. Herzlichen Dank an euch beide für das Gespräch. Dankeschön. Danke.